Hallo und herzlich willkommen wieder zu den Videos über die Bauernregeln und Lostage. In diesem Video geht es um die Bauernregeln im Mai. Ich habe 18 zusammengestellt. 1. Mai, wenn's Wetter gut am 1. Mai, gibt es viel und gutes Heu. Am 1. Mai gibt es mehrere Bauernregeln, ich habe eine zweite herausgesucht. Feldreif am 1. Mai bringt er im Feld viel Segen herbei. Wir lernen also an den ersten beiden Bauernregeln, dass es im Mai darum geht, wie es um das Wachstum bestellt ist. Zu Jahresbeginn war das Thema, welche Vorbereitung für die Ernte der Winter bringt mit seinem Wetter. Und im April ging es darum, im Feld die Arbeit zu beginnen. Beim Mai ist der Wachstum ein Thema. 3. Mai, wenn es am Kreuztag heftig regnet, dann werden alle Nüsse leer und sind nicht gesegnet. 4. Mai, der Florian noch einen Schneehut tragen kann. Der Florian, der 4. Mai, ist ein Tag, an dem zum Beispiel in Österreich sehr viele Feuerwehrfeste stattfinden und auch andere Aktionen, und auch bei den Bauernregeln spielt er eine Rolle. Und zwar, dass es noch sehr spät Schnee geben kann. 7. Mai, wenn sich naht St. Stanislaus, rollen die Kartoffeln raus. 8. Mai, vom 8. bis zum 14. Mai müssen Bohnen und Gurken in den Boden nei. In den Boden nei ist umgangssprachlich für hinein. Also ein Hinweis darauf, wann man seine Arbeit verrichten sollte. 10. Mai, Florian und Gordian richten oft noch Schaden an. Das sind Bauernregeln, die darauf hindeuten, dass, obwohl der Mai der Wonnemonat ist, es noch sehr spät recht kalt werden kann. Und da gibt es dann ein ganz besonderes Thema, weil Bauernregeln und Mai, da denken sehr viele an die Eisheiligen. Da gibt es einige Bauernregeln, ich werde ein eigenes Video auch dazu machen. Die Bauernregeln mit den Eisheiligen betreffen das Datum vom 12. bis zum 15. Mai. 12. Mai, wenn's am Pankratius friert, so wird im Garten viel ruiniert. Das ist etwas, was viele schon erlebt haben. Wenn es sehr spät noch kalt wird, speziell dann frostige Nächte, dann ist das nicht sehr förderlich. 13. Mai. Servus muss vorüber sein, willst du vor Nachtfrost sicher sein. Das ist auch so ein Thema. 14. Mai. Vor Bonzifatz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost. Also das sind da alles Hinweise auf kaltes Wetter. Die Eisheiligen sind geradezu berüchtigt, und obwohl man oft über die Bauernregeln lächelt, ist es kein Wunder, dass auch in der Berichterstattung über das aktuelle Wetter die Eisheiligen oft genannt werden. Und besonders oft genannt wird die kalte Sophie, der letzte Tag der Eisheiligen. 15. Mai, Sophie man die Kalte nennt, weil sie gern kalt Wetter bringt. Und tatsächlich passiert es sehr oft, egal wie das Wetter vorher war, am 15. Mai gibt es häufig ein kühles Wetter mit starkem Regen, und das ist wie programmiert. Natürlich nicht jedes Jahr, aber es häuft sich, und tatsächlich zeigt sich, dass die Bauernregeln sehr oft recht haben können. 16. Mai, heiliger Johann Nepomuk, treib uns die Wassergüsse zurück. Also die Regenfälle sind hier gemeint. 21. Mai, ist Dreifaltigkeit klar und hell, wächst der Hafer schnell. Das ist wieder so eine Bauernregel, wo es um das Wachstum geht. 24. Mai, Lein, gesät an Ästern, wächst am allerbesten. 25. Mai, wie er sich um St. Urban verhält, so ist's noch 20 Tage bestellt.
Wir haben schon einige Bauernregeln erlebt, wo eine bestimmte Zahl von Tagen vorhergesagt wird, basierend auf einem aktuellen Datum. Und der Sankt Urban, da gibt es auch einige Bauernregeln. Da habe ich eine zweite herausgesucht. 25. Mai, Sankt Urban, hell und rein, segnet die Fässer ein. Was haben wir noch? 29. Mai. Wie viel Tage vor Fronleichnam Regen, so viel Tage hinterher. Wobei man ja dazu sagen muss, dass Fronleichnam ein bewegliches Fest ist. Das heißt, da gibt es nicht ein fixes Datum. Es gibt zwar jetzt hier die Bauernregel vom 29. Mai, aber Fronleichnam kann dann auch einige Tage später erfolgen. Und zum Finale haben wir den 31. Mai. Wer Hafer sät am Petronell, dem wächst er gut und schnell. Und damit haben wir die Bauernregeln auf Basis der Lostage im Mai kennengelernt. Und ich werde, wie erwähnt, ein Video noch über die Eisheiligen machen, bevor sie dann tatsächlich Gültigkeit haben, also ab dem 12. Mai. Und damit hoffe ich, dass einige Interessante dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.